Darüber möchte ich sprechen. Zugeschaltet Matthias Nölke, Wirtschaftsdezernent und FDP-Vorsitzender in Kassel. Ich grüße Sie herzlich. Hallo. Schönen guten Tag, hallo. Herr Nölke, und Sie waren ja bis 2021 auch im Deutschen Bundestag. Sie wissen, wie das da läuft. Dieses Lindner Papier ist einfach eine klare Provokation für die anderen Ampelparteien. So muss es gelesen werden. Wie sehen Sie das? Ist es faktisch die Vorbereitung für das Scheidungspapier der Koalition? Ja, also es ist natürlich ein Frontalangriff auf SPD und Grüne. Und was in dem Papier drin steht, ist aber alles völlig richtig. Also das sind ja richtige, wichtige Forderungen. Unser Land, unsere Wirtschaft, die fährt vor die Wand. Und das aber nicht erst seit gestern. Also das fällt ja nicht vom Himmel. Das sind eigentlich alles auch Dinge, die hätte man schon längst in den Koalitionsvertrag damals bei Bildung der Regierung eigentlich reinverhandeln müssen. Das hat man aber nicht geschafft oder nicht gewollt. Und auch einer der Gründe, weshalb wir ja 3 Jahre diese Hängepartie haben und diese Regierung so vor sich hin siecht. Und ja, deswegen aber Frontalangriff auf SPD und Grüne jetzt. Und da stellt sich die Frage, was ist davon eigentlich noch umsetzbar oder soll es wirklich nur den Zweck haben, diese Ampel endlich eben zu Grabe zu tragen? Ja, und das ist eben am Anfang nicht reinverhandelt worden. Und auch die Konzepte, die wir jetzt sehen, fast täglich auf dem Markt der Eitelkeiten von SPD, Grünen und FDP, die widersprechen sich ja zum Teil, passen nicht zusammen. Die einen wollen mehr Geld investieren, Schuldenbremse reißen, die anderen FDP eben nicht. Warum beenden Sie dann die ganze Sache nicht? Oder anders gefragt, sollte die FDP die Koalition jetzt aufkündigen? Also ich stehe auf dem Standpunkt, jeder Tag ohne Ampel ist ein guter Tag für dieses Land und besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Das Problem ist nur, es hätte ja mehrere Ausfahrten schon gegeben für die FDP, sei es der Atomausstieg oder das Heizungsgesetz oder letztes Jahr das Urteil aus Karlsruhe zu dem Haushalt. An all diesen Punkten hätte man schon längst die Ausfahrt nehmen können und diese Ampel beenden können, spätestens bei unserer Mitgliederbefragung, die wir ja in Kassel angestoßen hatten, von Kassel aus. Und die haben aber knapp 52% der Mitglieder haben sich für die Ampel entschieden. Und das hat man als Sieg gefeiert und hat dann weitergemacht wie bisher. Auch da ohne Konsequenzen zu ziehen. Und das war in meinen Augen ein eklatanter Fehler. Das ist ein knappes Ergebnis. Welche Konsequenzen sollte man denn ziehen? Sprechen Sie mit Christian Lindner? Ich meine, Sie sind in Kassel FDP-Chef und es rumort ja in der ganzen FDP bundesweit, nicht zuletzt auch wegen der momentan schlechten Umfrageergebnisse. Das stimmt absolut. Es rumort in der gesamten Partei. Auch viele, die noch bei der Befragung im Dezember die Ampel verteidigt haben, befürwortet haben, sehen die mittlerweile kritisch und sind für einen Ausstieg. Mit Lindner selber habe ich zuletzt keinen Kontakt gehabt, würde aber natürlich mit ihm sprechen, wenn er sich meldet. Aber ich bin gespannt, was die nächsten Tage jetzt bringen werden, ob es wirklich zu einem Ausstieg kommt diese Woche oder nächste Woche. Das bleibt also sehr spannend abzuwarten. Nun haben Sie gesagt, aus Ihrer Sicht, und das sieht ja jede Partei aus ihrer Sicht, können wir mit dieser Wirtschaftspolitik nicht weitermachen. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken sagte heute Mittag, wir brauchen keine Querschüsse und Gegenveranstaltungen aus der eigenen Koalition. Richtet sich natürlich gegen die FDP. Ist die FDP denn ein Quertreiber auch in dieser Koalition? Nein, ich denke, die FDP spricht an, was dringend notwendig ist. Und gerade ich als Wirtschaftsdezernent erlebe das ja tagtäglich im Gespräch mit großen Unternehmen und Firmen hier in Kassel, wie prekär die Lage ist. Ja. Und gerade auch VW hat einen großen Standort hier bei uns in Kassel. Und das ist alles kritisch. Die Firmen wandern ab, ja, die Steuereinnahmen gehen zurück. Und man muss wirklich sagen, es ist jetzt nicht die Zeit für sozialdemokratische Umverteilungsfantasien oder grünen Weltrettungswahn, sondern wir müssen sehen, dass unsere Wirtschaft wieder auf die Füße kommt und dass wir weiterhin in der Welt wettbewerbsfähig bleiben mit unserer Wirtschaft. Sehr klare Worte von Matthias Nölke, Wirtschaftsdezernent und FDP-Vorsitzender in Kassel. Bin mal gespannt, ob Christian Lindner dazugehört hat. Vielen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch. Sehr gerne.